Was du hier gerade siehst, wurde mit einer Drohne gefilmt. Nur, du siehst die Drohne nicht. Und die Kamera, die zeigt in alle Richtungen gleichzeitig. Das ist die Anti-Gravity A1, die erste 360-Grad-Drohne der Welt. Sie kommt von Insta360, filmt in 8K, wiegt keine 250 Gramm und sie dreht das Prinzip Drohne komplett auf links. Kurz zur Einordnung. Anti-Gravity ist eine neue Marke. Dahinter steckt aber Insta360, also die Leute, die 360-Grad-Kameras quasi salonfähig gemacht haben. Und genau diese Erfahrungen stecken sie jetzt in eine Drohne. Statt einer einzelnen Kamera, die nach vorne guckt, hat die A1 zwei Fisheye-Objektive. Eins oben, eins unten. Zusammen nehmen sie die komplette Kugel rund um die Drohne auf. 360 Grad lückenlos. Und das verändert alles, wie du fliegst und filmst. Warum? Das zeige ich dir jetzt. So, gleich geht's los. Erster Testflug mit der Anti-Gravity A1. Ich bin schon mal sehr gespannt. Ich habe hier mein Köfferchen mit dabei, wo alles drin ist. Also die Brille, der Controller und die Drohne selbst plus 2 Zusatzakkus. Und außerdem das Start- und Landepad, das natürlich rein optional ist. Aber gerade hier auf dem Feld oder so in einer natürlicheren Umgebung, da ist das schon durchaus praktisch, damit die Rotoren nicht hängen bleiben. Also, legen wir gleich los mit dem ersten Testflug der Anti-Gravity A1. Ja, wichtig zu wissen, auch bei der A1 ist, dass wir hier natürlich immer die Brille verbinden müssen mit dem Zusatzakku, den man sich um den Hals hängt. Das ist ein bisschen knifflig, aber ja, lässt sich auf jeden Fall machen. Das Ganze schließen wir dann einfach hier unten an und dann ist die Brille einsatzbereit. Den Controller können wir natürlich auch verbinden und dann kann es auch gleich schon losgehen. Der komplette Denkfehler bei normalen Drohnen ist ja, du musst gleichzeitig fliegen und die Kamera perfekt ausrichten. Das ist durchaus stressig, gerade für Einsteiger. Die A1 macht das aber anders. Weil sie alles rundherum aufnimmt, musst du im Flug gar nicht mehr an den Bildausschnitt denken. Du fliegst einfach. Und den perfekten Winkel, den suchst du dir hinterher aus. Am Smartphone oder am Rechner. Aus einem einzigen Flug holst du so also mehrere komplett verschiedene Perspektiven heraus. Du kannst schwenken, du kannst zwischen Hochformat für Reels und Querformat für YouTube wählen und alles aus derselben Aufnahme. Du drehst das Bild, du drehst dich im Kreis, alles wie du das möchtest. Reden wir über das Handfeste. Die A1 wiegt 249 Gramm, ganz bewusst unter der 250 Gramm Grenze. Das ist wichtig, denn damit fällt sie in der EU in die einsteigerfreundliche C0-Klasse. Das heißt für dich weniger Bürokratie und komplizierter Starten. Gerade auf Reisen ist es ein echter Pluspunkt. Besonders cool gelöst ist das Landegestell. Das fährt nach dem Starten motorisiert ein und gibt so den Blick nach unten frei. Nur dadurch funktioniert die nahtlose 360-Grad-Aufnahme
Aufnahme überhaupt. Aber, und da bin ich jetzt ehrlich, das Gehäuse ist komplett aus Kunststoff und fühlt sich nicht ganz so wertig an wie bei manch schwereren Konkurrenten. Aber bei 250 Gramm ist das eben auch anders kaum machbar. Du solltest aber entsprechend vorsichtig fliegen. Immerhin, die Objektive sind austauschbar. Ein Kratzer auf der Linse ist also kein Problem mehr. Das Herzstück ist natürlich die Bildqualität. Auf dem Papier ist die A1 ein echtes Monster. 8K-Video mit 30 Bildern pro Sekunde, 5,6K mit 60 FPS, 4K sogar mit 100 FPS für Zeitlupen und Fotos mit bis zu 120 Megapixeln. Bei gutem Licht liefert sie dann auch richtig schöne, detaillierte Aufnahmen. Und der Reframing-Workflow, also nachträglich den Bildausschnitt festlegen, ist mit der Insta360-Software mit das Beste, was es aktuell gibt. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, dein fertiges 16:9 Video ist immer nur ein Ausschnitt aus der 360-Grad-Kugel. Das heißt, die vollen 8K landen eben nie 1:1 im finalen Clip. Je enger du den Ausschnitt wählst oder je mehr du reinzoomst, desto mehr Schärfe verlierst du auch. Und bei wenig Licht, blaue Stunde oder Nachtaufnahmen rauschen die kleinen Sensoren spürbar früher als bei einer klassischen Drohne mit einer großen Einzelkamera. Wenn Lowlight also dein Haupteinsatzgebiet ist, dann solltest du deine Erwartungen vielleicht etwas runterschrauben. Richtig genial finde ich hingegen die Bedienung. Gesteuert wird nicht mit klassischen Sticks, sondern mit dem Grip Controller. Ein Motion Controller für die Hand mit haptischem Feedback. Du bewegst also intuitiv die Hand, die Drohne folgt dir. Und ehrlich, für Einsteiger ist das erstaunlich schnell zu lernen und macht ziemlich Laune. Dazu kommen die Vision Goggles, eine Videobrille mit 2 hochauflösenden Micro-OLED-Displays und Head-Tracking. Das bedeutet, drehst du den Kopf, wanderst du live durch das 360-Grad-Bild. Das fühlt sich fast an, als würdest du selbst fliegen. Unglaublich immersiv. Aber ein wichtiger Punkt, den du kennen musst: Wenn du mit der Brille fliegst, hast du keinen direkten Sichtkontakt mehr zur Drohne. Und in Deutschland brauchst du damit zwingend einen Beobachter neben dir, der die Drohne im Blick behält. Alleine nur mit der Brille losfliegen ist nicht erlaubt. Und noch was: Die Funkverbindung bricht bei Hindernissen oder in der Stadt schneller ab, als ich es von etablierten Systemen gewohnt bin. Und auch bei mir auf dem Land war ungefähr nach 1 Kilometer Schluss. Das war schon ein bisschen enttäuschend. Nach dem Flug übernimmt dann die Software und da spielt Insta360 seine Stärken wirklich aus. In der App und der Studio-Software am Desktop framest und schneidest du dein Material. Dabei gibt es zahlreiche smarte Funktionen. Deep Track verfolgt automatisch ein Motiv, wenn du es möchtest. KI-Modi bauen dir aus dem Rohmaterial fertige Clips, dazu Skypath für geplante Routen, Timelapse und sogar Sprachsteuerung. Aber perfekt ist die A1 nicht. Die Hinderniserkennung ist ein bisschen sehr vorsichtig. Das heißt, wenn ihr über Objekte fliegt oder einen Turm hoch oder über ein Feld und sowas, dann warnt die Drohne doch sehr frühzeitig davor, dass hier irgendwas im Weg ist, was da nicht sein sollte. Außerdem, die Motivverfolgung tut sich mit schnellen, nahen Bewegungen noch sehr schwer. Und weil die A1 ständig Firmware-Updates bekommt, brauchst du zum Aktualisieren zwingend Internet. Und die Firmware-Updates, die funktionieren halt nicht immer direkt beim ersten Mal. Man merkt eben, dass es ein Produkt der ersten Generation ist, aber Anti-Gravity ist dabei, regelmäßig Updates und Verbesserungen zu bringen und das ist schon mal cool. Beim Akku verspricht Anti-Gravity bis zu 24 Minuten mit dem Standard-Akku, bis zu 39 mit dem großen. In der Praxis mit Wind und aktivem Fliegen war ich eher bei 15 bis 19 Minuten. Für einen ganzen Drehtag solltest du also unbedingt mehrere Akkus einplanen. Und der Preis, der tut eben ein bisschen weh. Das Standard-Bundle startet bei 1.399 €, das Explorer-Bundle mit mehreren Akkus bei 1.599 € und das Infinity-Bundle bei 1.699 €. Mein Tipp: Für ambitionierte Nutzer ist das Explorer-Bundle der beste Kompromiss, wobei die Preise mittlerweile schon ein bisschen gesunken sind. So, stellt sich also die Frage, lohnt sich die Anti-Gravity A1? Und meine ehrliche Antwort ist, es kommt drauf an, wer du bist. Wenn du ein Content Creator bist, der gerne experimentiert und Bock hast, einen völlig neuen, immersiven Look zu produzieren, dann ist die A1 ein kreatives Werkzeug, das dir Perspektiven schenkt, die du mit keiner anderen normalen Drohne bekommst. Der unsichtbare Drohne-Effekt allein ist ein echter Hingucker. Wenn du aber Wert auf schnelle, fertige Ergebnisse direkt aus der Kamera legst, maximale Bildqualität bei jedem Licht brauchst oder klassisches FPV-Racing fliegst, dann ist eine spezialisierte Drohne für dich die bessere Wahl. Außerdem gibt es den Punkt Motion Sickness, den du beachten solltest, denn da sich die A1 nur mit den Vision Goggles fliegen lässt und du also quasi immer immersiv im Flug mit dabei bist, kann es durchaus dazu kommen, dass dir möglicherweise schlecht wird während des Fluges. Das solltest du unbedingt im Vorfeld wissen und vielleicht auch mal ausprobieren. Also wenn du da wirklich sehr
stark darauf reagierst bei VR-Brillen oder ähnlichem, dann könnte das durchaus ein Problem werden. Außerdem musst du dich halt eben aktiv entscheiden, die Drohne auch wirklich mitzunehmen. Mit den Vision Goggles, dem Controller, der Drohne und den Zusatzakkus hast du dann schon einiges dabei. Zudem wollen die Vision Goggles immer mit einem Akku-Pack, das du dir in den Hals hängst, dann betrieben werden und das ist halt ja ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Es ist nicht mal einfach so eben losgeflogen wie mit einer anderen Einsteigerdrohne, denn hier musst du wirklich entscheiden, dass du jetzt fliegen willst. Ja, unterm Strich, die A1 ist kein Ersatz für eine klassische Drohne, sondern etwas ganz Eigenes. Ein mutiger erster Wurf mit riesigem Potenzial. Mir hat der Test auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und es war ein cooles Ergebnis da, das Ganze mal auf dem Feld selbst mitzufliegen und mit der Bewegungssteuerung zu bedienen. Den kompletten schriftlichen Test mit allen technischen Daten und Infos, den findest du auch noch einmal auf basictutorials.de, den Link in der Beschreibung.